Warum ist der Klitorisriss so schlimm? Beziehungsweise, wie sieht die Klitoris aus? Normalerweise gehen wir davon aus, dass ungefähr das kleine Zipfelchen, bei einer Vagina der Kitzler ist. Da ist ja noch eine Haube drüber und das war's. Aber ihr wisst auch genau, wo es ist. Ne? Also hier haben wir nochmal eine schöne Abbildung. Gucken wir mal, ob die Kamera das jetzt gerade kann. Ja, verkehrt herum. Na, so rum ist es korrekt. Aber die Kamera zeigt es nicht. Lass mal schauen. Doch, so. Hier haben wir den Darm. Hier haben wir den Scheidenkanal. Das ist die Gebärmutter. So, hier hätten wir natürlich den Scheidenbereich, die Vulva. Das hier wäre die Blase, die Harnröhre. So, und hier vorne würden wir dann den Kitzler finden. Der wäre dann hier so eine minimale Perle in dem Bereich. So, und jetzt würde die Perle ja so in die Richtung gucken. Und jetzt kommt das super Interessante. Wir denken also, ja, oh, hier ist nur ein bisschen Klitoris und hier ist dann der Scheidenkanal. Ja, Pustekuchen, denn tata, so sieht dein Kitzler aus. Schön, ne? Ein richtig schönes Gefüge an Schwellkörpern. So, das kleine bisschen wird hier nur gesehen. Und wenn dann zum Beispiel unter der Geburt von einem Riss die Rede ist, ja, dann haben wir ja hier die unterschiedlichsten. Ich nehme nochmal mein Beckenmodell, ist noch nicht ganz zusammengebaut wieder. Aus dem anderen Video kennt ihr das ja schon, ne? Hier oben. Und da wäre es so, hier unten ist der Darm. Hier müssten wir das mal reinfummeln. So, hier wäre der Kitzler. Hier die Harnröhre. Hier die Vagina. Hier das Po-Loch. So, und dann ist der Schwellkörper hier um diese Organe rum. Jetzt müsste ich das andere nochmal da reinfummeln, damit ihr es sehen könnt. Also, gucken nochmal hier. Hier wäre der Scheidenkanal, den wir jetzt hier schnell genug nochmal durchgefummelt bekommen. Und hier wäre auch die Blase. Fummeln wir auch nochmal hier rein. Natürlich ist das hier alles ein bisschen klein auch. So, und jetzt stellst du dir mal vor, wie hier die Schwellkörper drum sind. So, hier an der Seite. Da ist schon eine Verbindung zur Blase, zur Harnröhre hier rundherum und hier ist noch die Scheide schön. So, und das heißt, wenn ich hier vorne rum, wenn das sich jetzt so weit dehnt, dass ich reiße und tief, dann kannst du dir vorstellen, du reißt auch durch die Beckenbodenmuskulatur, du reißt hier durch mehrere Schichten und dann reißt du unter anderem hier in den Schwellkörper oder da rein. Das ist, wie soll ein Chirurg rankommen? Überleg mal, in wie viel Gewebe du hier rein müsstest, um das wieder operativ einigermaßen wiederherstellen zu können. Und Muskulatur ist ja nicht gerade einfach zu nähen. Dann haben wir Muskelfasern, die unterschiedlich verlaufen. So, und jedem Mann ist es ganz klar, wenn ich jetzt sage, hey, komm, wir machen das mal mit dir. Wir gehen mal an deinen Penis, an deine Eichel und dann reiße ich mal an der Eichel rum, so dass der Schwellkörper da verletzt ist. Da wird jeder Mann sagen, oh, vielen Dank, nein, nein, auf gar keinen Fall. So, und die Schwellkörper, die füllen sich ja auch, ne? Die sind ja dann mal mit wenig Durchblutung drin und die können ja richtig prall werden. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn das nicht nur hier oben, sondern innen drin hier in dir verletzt ist und überall auch die feinen Nerven sind, und das ist ja auch so, unsere Genitalbereiche, Scheidenbereiche sind unterschiedlich durchblutet. Die Männer kennen das, die klassische Morgenlatte, da merken sie, oh, morgens ist mein Penis dann gefüllt, steht da eben. Das Gleiche haben wir Frauen ja auch. Unsere Geschlechtsorgane werden auch regelmäßig schön durchblutet und dann schwillt das da mal an. So, und jetzt stellst du dir mal vor, du bist hier genäht worden. Und dann kommt das dann schwillt das schön an, ohne dass du jetzt extra erregt wärst. Ja, das macht der Körper automatisch, muss ja regelmäßig alles durchblutet werden. Ist beim Penis ja auch so. Die Morgenlatte hat ja nichts mit sexueller Erregung zu tun.
Ja, und dann schwillt das. Und beim Nähen war das ja nicht unbedingt angeschwollen. Dann kannst du dir vorstellen, welche Schmerzen das sind. Und so viel Lust, wie der Kitzler bringen kann, so viel Leid und Schmerz kann da auch passieren. Ne? Solche stechenden Schmerzen, explosionsartigen Schmerzen. Ähm, ja, so vielleicht auch ein bisschen beschreibbar, wie wenn du eine Amalgamfüllung noch hattest und dann auf Metall gebissen, das Aluminium oder sowas. Ne? Das ist halt wie Blitzschläge durch den Körper. Und dass du das natürlich nicht im Intimbereich haben willst, ist logisch. Also dran denken, auch falls ihr Männer mal mitguckt, der Kitzler ist nicht das kleine Dingchen hier, das ist ganz, ganz viel und ganz, ganz wichtig für uns Frauen. So, und deshalb aufgepasst, schützt euch, schaut, dass unter der Geburt die Klitoris geschützt ist, der Damm geschützt ist. Ihr habt einen Einfluss darauf, ne, wenn ihr die Rückenlage vermeidet, aufrecht gebärt, euch gut vorbereitet oder coachen lasst, dass ihr mit möglichst wenig Verletzungen aus der Geburt siegreich hervorgeht. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann einmal bitte nicht unbedingt liken, ein Abo wird mir zurzeit sehr helfen und weiterempfehlen. Und bei Fragen könnt ihr mir in den Kommentar schreiben oder mich per E-Mail anschreiben. Ich danke euch. Ciao, ciao.